Hallo und herzlich willkommen im Museo de la Democracia. Heute haben wir eine ganz spezielle Veranstaltung, Museum im Museum. Und wir haben zu Gast Zoltán Kunkel mit dem Simón Bolívar Museum hier in unserem Platz des Kiosks, Plaza del Kiosco. Ich freue mich besonders, weil der Kiosk für die Plaza so konzipiert wurde, dass er bespielt werden soll von unseren Gästen und Gästinnen. Und heute passiert das auch tatsächlich zum allerersten Mal in dieser Form, dass unser Gast, Zoltán Kunkel, das Simón Bolívar Museum für uns hier ausgepackt hat und installiert hat. Kurz zur Plaza del Kiosco. In diesem Ort verbinden sich unterschiedliche Arbeiten, die mit Figuren und repräsentativen Figuren des Öffentlichen, der repräsentative, symbolische, politische Figuren der Öffentlichkeit. Da sehen wir die Arbeit von Andrés Durán, Ecuestre Numero 5. Und das ist zum Beispiel eine Skulptur von Simón Bolívar, die er bearbeitet hat in einer Fotomontage aus Lima, Peru. Und hier befindet sich der Kiosk, der auch als Treffpunkt eigentlich gedacht war. Und wir haben auch andere Symbole des öffentlichen Raums, wie zum Beispiel die Palme, aber auch Proteste und andere Momente des öffentlichen Raumes findet man hier. Ich will jetzt unser Gast kurz vorstellen. Hallo Zoltán. Hey. Schön, dass du da bist. Danke, dass ihr wieder hier zu sein. Zoltán ist in Caracas, Venezuela geboren, 1975, bildender Künstler und arbeitet seit langer Zeit über Simón Bolívar. Also wir haben schon, als wir angefangen haben, dieses Projekt zu planen, gedacht, wie können wir diese mythische Figur von Simón Bolívar in unserem Raum bringen. Es gab unterschiedliche Ideen und irgendwann sind wir auf deine Arbeit und auf deine Recherche gestoßen. 2011 Museumsbauhütte hier, 2 Etagen weiter oben hast du das Museum Simón Bolívar präsentiert und gezeigt. Und wir dachten, es wäre toll, dich hier bei uns zu haben. Und wir freuen uns sehr und ich würde vielleicht mich sehr freuen, wenn du für unser Publikum erstmal so ein bisschen über Simón Bolívar erzählst, weil alle wissen, irgendwie ist er überall präsent. Also hier gibt es auf jeden Fall eine Tramhaltestelle, es gibt eine Straße, es gibt auch eine Statue vor dem Iberoamerikanischen Institut, wo immer wieder so Kranzniederlegungen stattfinden. Aber eigentlich weiß man nicht so viel über, wer ist denn dieser Befreier Simón Bolívar. Vielleicht fangen wir damit an und dann kannst du uns mehr über dein Projekt auch erzählen. Ja, erstmal danke, erst hier zu sein. Ich kann damit anfangen, Simón Bolívar ist besonders in Lateinamerika eine sehr wichtige historische Figur, die dazu verantwortlich ist oder war, die Unabhängigkeitskriege zu führen gegen die koloniale Herrschaft in die Kolonien von hauptsächlich Mittel- und Südamerika. Und er ist noch immer so genannt als der Vater von vielen Ländern wie Bolivien, Ecuador, Peru, Kolumbien und Venezuela hauptsächlich. Das sind so die bolivarianischen Staaten. Aber die Figur von Bolívar ist schon sehr allgegenwärtig in ganz Lateinamerika. Ne? Und heutzutage hat sie sich schon in ganz viele unterschiedliche gesellschaftliche, politische und sogar religiöse Bereiche durchgezickert. Bolívar ist eine Person, die in 1783 geboren wurde, in Caracas, Venezuela, kommt von einer sehr alten spanischen Familie, die in die 1580er Jahren schon nach Venezuela gekommen sind. Das sind die Palacios und die Bolívars, das sind also die zwei, die Mutter- und Vaterseite. Und die waren sehr große Machthaber im Lande, hatten viele Haciendas und Sklaven, so wie Indianer. Das waren auch in sehr traditionelle koloniale Form aufgewachsen. Bolívar hat den Glück in Unglück. Er hat beide seine Eltern sehr früh verloren. Viele sagen, das ist das eine sozusagen der
Starting Point gewesen ist für seine Karriere. Der ist dann mit einer schwarzen Sklavin, die schwarze Tonja, aufgewachsen, die ihn sehr geprägt hat als Muttersymbol und als Mutterfigur, auch seine ganze Kindheit. Und da er ein sehr wohlhabender Kind war, hat er den Glück gehabt, 3 sehr wichtige Lehrer zu haben, als Privatlehrer sozusagen. Der Andrés Bello war einer von denen, aber der wichtige war der Rodriguez. Ne? Und der hat ihm sozusagen alles, was die neue politische, gesellschaftliche Ideale waren, von der französischen Revolution beigebracht. Also Bolivar ist 6 Jahre alt, wenn der französische Revolution ausbricht. Das ist ziemlich jung. Aber die Lehrer, die ihn sozusagen prägen, und besonders der Carreño, hat mit ihm sozusagen sehr, sehr lange Zeit zur seiner Seite gewesen, nicht nur als Kind, sondern später auch als Jugendlicher und schon medio adulto, so, wie sagt man das auf Deutsch? Ja, halt nicht ganz erwachsen, aber so inzwischen durch. Ne? Bolivar wächst dann mit sehr vielen Privilegien auf. Der geht dann nach Spanien 1799, um in Madrid zu sein, und der hatte dort auch dann Familie und hat sich dann dort mit seiner zukünftigen Frau auch getroffen, mit der er von Ort zu Ort verliebt war. Und das kann man auch in seinen Diaries und seinen Memoirs lesen, wie er sehr verliebt war in diese Frau. Und die sind dann 1801 in Venezuela zurückgekehrt. Und in 1801 wird die Frau von Bolivar sehr schnell krank. Und nach 6 Monaten Ankunft stirbt sie in irgendeiner tropischen Krankheit, das damals sehr, sehr oft passierte mit Neulingen. Und das hat den Bolivar so geprägt und markiert, dass er sozusagen vor Kummer dann den Land wieder verlassen hat, 1803. Und zusammen mit seinem Lehrer Carreño Rodriguez dann auch eine sozusagen Europatour gemacht hat, die dann ganz bis, glaube ich, 1806 oder 1807 dauerte, wenn ich mich nicht irre, aber ich kann hier kurz nachschauen. Das Interessante dabei ist, dass in einer von den Reisen sieht Simón Bolívar, wie Napoleon in Mailand als König von Italien gekrönt wird. Und dieser Eindruck, besonders der Eindruck, wie das Volk dieser Person zujubelte, hat einen sehr tiefen Eindruck in ihm gelassen. Und das kann man auch in seinen Memoirs lesen, dass diese Tage, wo er das erlebt hat, einen sehr, sehr tiefen Eindruck hinterlassen haben. Und es ist dazu gekommen, dass er später in Rom das ist auch so eine von diesen mythischen Instanzen in sein Leben, die auch sehr viele Maler und Künstler dann wiedergeben. Und das ist der sogenannte Juramento nel Monte Sacro. Ne? Das ist so ganz, ganz geladen von Inhalte. Und dann ist er in Rom und dann gegenüber seinem Lehrer, den Carreño, sagt er, ich schwöre, ich kann es euch zulesen, er schwört in Gegenwart seines Lehrers, solange nicht zu ruhen, bis er die Ketten brechen würde, die Amerika an das Spanische Reich fesselten. Und dann fängt wirklich sozusagen der zweite Teil von Bolívars Leben an, wenn er nach Venezuela zurückkehrt. Und am Anfang von den sogenannten Guerras Independentistas war der Bolívar nicht so präsent. Viele hatten auch kein Vertrauen in ihn. Sogar wenn er sozusagen das Geldgeber wird, um Miranda aus England zurückzubringen nach Venezuela, so er denen hilft, sozusagen sich militärisch besser zu ordnen, schickt man ihm sozusagen Andrés Bello zur Seite, weil man ihm nicht vollkommen vertraute, weil das wegen auch der Position, von der er kam, die Familie, von der er stammt. Und nach vieler Zeit, eine der Sachen, die für Bolívar sehr emblematisch sind, ist, dass er 5 Herencias, 5 Erbschaften bekommen hat, sehr große noch dazu, und er am Ende als ein sehr kleinen Vergleich, wie er gestartet hat, ein sehr armer Mensch geblieben ist. Und viel von fast sein ganzes Gut und Geld hat in diese sogenannten in diese Freiheitskämpfen eingesetzt. Nach der Bolívar fängt dann wirklich eine sehr ernsthafte und unglaubliche Crusade durch ganz Lateinamerika und die Karibik.
Der erklärt die erste Republik, sozusagen, der erste Befreiungsversuch sozusagen ist schon am 5. Juli 1811, wo er sozusagen die erste Republik erklärt und Venezuela als befreites Land erklärt. Dann, klar, verfällt die erste Republik, die Spanier nehmen wieder sozusagen die Machtübernahme. Dann im August 1813 wird die zweite Republik ausgerufen. Die verliert man leider auch. Dann geht er sozusagen nach Haiti und Jamaika und er ist auch in der Dominikanischen Republik. Versucht die Engländer dazu zu überreden, aber niemand möchte ihm helfen. Die Haitianer hatten ja durch die eigene Revolution die Haitianer haben ihm geholfen, sozusagen mit einem einzigen Condition, eine einzige Kondition. Und das war, dass egal wo er war, musste er sozusagen die Sklaven befreien. Also die Sklaverei in jedem von den Orten, wo Bolívar sozusagen die Befreiung gemacht hatte, mussten sozusagen befreit werden. Das war so eine, das konnte man nicht machen. Bolívar hat das halbwegs gemacht. Der hat sozusagen das ausgenutzt und hat sozusagen den Sklaven nur dann die Freiheit gegeben, wenn die männliche Mitglieder der Familien mit den mit die Freiheitskriege als Soldaten dann mitmachen. Viele haben es nicht mitgemacht, weil die Angst hatten, dass nicht klar war, ob sie jetzt gewinnen oder nicht. Dann klar hatten sie Angst, dass wenn die Spanier wieder dann zurückkehren, dann kriegen sie es noch schlimmer. Und das war so eine sehr schwierige Situation. Aber dann schaffen sie 1817 mit der Hilfe von Haitianer auch von sehr vielen europäische Söldner. Es gab insgesamt, glaube ich, 6000 Söldner von überall in Europa, also Engländer, Franzosen, auch 300 Deutsche, glaube ich, gab es dabei. Und 1817 wird sozusagen die dritte Republik ausgerufen und das ist sozusagen nicht nur die venezolanische, also es gab nicht sozusagen die Venezuela, aber ein Teil davon, aber es wird sozusagen die Großkolumbien wird gegründet und das entspricht sozusagen die Flächen von ganz Kolumbien, Bolivien, Teil von Norden von Peru, Venezuela. Ne? Das ist eine unglaubliche große Fläche, damals unglaublich schlecht vernetzt, sehr gefährlich auch die Routen und die Wegen. Und 1830, noch davor, fangen an dann sozusagen die Innenkämpfe zwischen den Militären von so in Kolumbien, wie auch in Venezuela, wie auch in Bolivien. Und 1830 verfällt Großkolumbien, Venezuela wird von den Baez sozusagen zu seiner eigenen Befreiung kämpfen. Und es ist ein sehr interessanter Moment, weil damals gab es zwei Ideale, um Lateinamerika zusammenzubinden. Und Moment, ich muss das suchen. Als Referenz ist immer besser. Und das war zum Beispiel der Santander, war damals in Kolumbien der Vizepräsident sozusagen oder der Zweite am Mando sozusagen von der sogenannten Gran Colombia. Und der hatte eigentlich eine Idee, dass man diese Einheit in einer eher mehr liberalen Art und Weise nachdenkt. Und das war sozusagen eine starke Legislation zu geben, aber ein dezentralisierter Staat sozusagen, das mehr Freiheiten an den verschiedenen Staaten gönnte. Und das war für Bolívar, klar, wahrscheinlich hat das auch sehr viel zu tun, wie das Militär auch das damals geprägt hat, diese Machtstrukturen, war er mehr für eine autoritär verfassten, sehr zentralisierte Art des Staates, ne, wo alles nur sozusagen wenige oder eine Person fügen. Und auch, das sind mehrere Gründe, weswegen Großkolumbien verfallen ist, war teilweise die großen Flächen, die es gab, wie schon vorher erwähnt, die schlechte Vernetzung zwischen den Staaten, sehr schwierige Kommunikationsmöglichkeiten. Und dann hat sich sozusagen das Ganze verfallen. Am Ende wird sogar Bolívar aus Venezuela sozusagen, konnte er nicht mehr zurück sozusagen, weil der José Antonio Páez ihn sozusagen nicht mehr da haben wollte. Und der Bolívar stirbt dann ziemlich einsam nach so viel Ruhm und so viel Krieg und so viel Befreiungskämpfe und glorifizierte
Ankünfte in ganz vielen Städten Lateinamerikas, stirbt er in die Hacienda von einem guten Freund 2 Wochen bevor er seine Reise zurück nach Spanien geplant hatte. Was auch interessant ist, nach Europa. Er wollte zurück nach Europa und der stirbt es gab mehrere Theorien, aber er stirbt hauptsächlich wegen Müdigkeit und unglaublich viel Erschöpfung. Es gibt eine Karte, die vielleicht euch passt, zeigen kann. Die ist eine ist eine Karte, die ich von einem Mural, von einem Relief, der in Bogotá im Casa Bolivariana steht, am Eingang, die Zeichnung übernommen habe. Das zeigt einfach chronologisch und per Städten, in wie viele Orte Bolívar in seiner Lebenszeit war und wie oft er diese Orte besucht hat, hin und her. Ne? Und das muss man auch im lassen, dass damalige Zeit, zum Beispiel die sehr berühmte Überquerung der Anden, war damals wirklich eine Leistung, auch menschliche Leistung, sowas zu schaffen und nachher noch einen Krieg zu führen. Ne? Jetzt, wo Paz hinter uns, hinter der Kamera, ist Paz Ponce Pérez Bustamante, die uns mit der Handkamera sozusagen hilft, und Arthur, der das ganze Stream mit uns hier mitmacht. Aber jetzt, wo Paz jetzt diese Grafik von dir zeigt, gibt es 2 Sachen, auf die ich gerne eingehen möchte. Die eine ist, warum verwandelt sich Simón Bolívar in so einen Mythos, der noch bis heute so stark ist? Und das andere, was mich auch sehr interessiert, wie kommst du dazu, diese ganze Recherche, oder was motiviert dich dazu, diese ganze Arbeit aufzunehmen, und wie fängst du dann damit an? Also das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Zu die zweite Frage erst, wieso ich damit angefangen habe. Ich komme von einer von den sogenannten bolivarianischen Staaten. Schon damals, wenn ich Student war in der Schule und ich dort aufgewachsen bin, wurden wir schon sehr damit geprägt, dass der Bolívar war sozusagen nur positiv, nur gut, nur majestuös, halbgöttlich, Besuche zum Pantheon, Besuche zum Haus, wo er geboren ist, waren sozusagen Pflichtprogramme. Es gibt so eine starke Nationalheld-Ehrung. Ja, nicht nur Nationalheldehrung, sondern es wird noch immer als der Vater von die Patria, von dem Vaterland. Also das ist wirklich so der Vater vom Land von Venezuela. Das war schon immer bei uns. Ich glaube, die Art und Weise, wie er gelebt hat, noch am Leben, jetzt zurück zu deiner ersten Frage, wie ich damit angefangen, weil es ist so ein großes Thema, wie kann man da anfangen? Ich habe das Anfang von meiner Recherche, und das kann ich vielleicht jetzt hier ein bisschen zeigen, war besonders erstmal sehen, wie man das Bildnis von Bolívar zu seiner Lebenszeit weitergegeben worden ist. Sei es jetzt schriftlich, mündlich oder im Gemälde oder Zeichnung. Also, was waren die Entstehungsjahre? Ab wann fängt an diese sehr massive Produktion von Bildnissen von Bolívar? Und dann gibt es wirklich eine Kurve, die sehr eng mit der Entstehung von den Republiken daneben steht, eine Parallele. Zum Beispiel ab 1816 fängt es wirklich sehr stark an, Bilder und Kopien von Kopien sich zu entstehen. Und meine Recherche basierte sich, okay, wo war der Bolívar erst als Modell, wo stand er als Modell? Also welche Künstler hatten sozusagen den echten Bolívar vor sich und haben dann diese Gelegenheit benutzt, entweder ein Ölgemälde zu machen, eine Zeichnung zu machen, ein Linienprofil zu machen und so weiter. Und da war es interessant, dass es eigentlich nicht viele waren im Vergleich, also vielleicht für die Zeit schon viele, aber ich hatte gedacht, mit der Menge an Bildern, die es so gibt und mit denen ich aufgewachsen bin, schon in Venezuela, habe ich gedacht, es wären viel mehr gewesen. Und es waren am Endeffekt, glaube ich, nur 8 oder 9 Künstler, davon wirklich 4, die ich nenne es an der Qualität der Künstler, war auch ein Thema. Und besonders der Gil de Castro und der Pietro Tenerani waren sozusagen, einer hat so die emblematischen Skulpturen von ihm gemacht, die Skulptur von Tenerani schmückt noch immer heutzutage den Pantheon, wo der Bolívar beerdigt ist.
Und die Bilder von José Gil de Castro wurden dann, ich glaube, hunderte, tausendmal reproduziert. Im Das sind Fall auch für von, mich auf jeden Fall so die bekanntesten. Also wenn ich an ein Bild von Bolívar denke, dann ist es das eine von José genau. Gil de Castro. Für uns zum Beispiel war es in Caracas, in die Schulen, war es Pflicht, ein Bild zu haben von Bolívar und von Präsident der Republik, egal wer es war damals, in die 70er, 80er Jahren, wenn ich aufgewachsen bin dort. Und das war für mich schon sehr interessant, dass in jedem Klassenraum, in jeder Schule gab es ein Bild und das war dieser berühmte Bild von, vielleicht kann das dir die Pass zeigen, das ist der Bild mit den, Das Stehende mit dem, der Stehende mit den Keramik darunter. genau, mit den, Und das ist ein Bild, was zumindest in Kontext von Venezuela, wo ich aufgewachsen bin, in jedem Schulraum, in jedem Schulklassenraum zu finden war, in jedem Ministerium, in jedem Büro zu finden war. Und da wächst man damit auf als eine Normalität, das ist normal halt, ne? Klar, als Bolívar. Wo sind denn eigentlich diese Bilder von Bolívar? Hast du die schon mal in echt Ich habe eine gesehen? digitale Sammlung erst gemacht, wo ich alle identifiziert habe, erst vor Ort, wo sie örtlich sich befinden, weil es gibt viele in private Sammlungen. Eine der größten ist die Bulton-Sammlung, die ist in Venezuela und die Bulton-Familie ist noch sozusagen Nachfahren von oder Verwandte von die Bolívars. Ne? Und die haben dann diese Fundation gegründet und eine der größten sozusagen Privatsammler von Bolívar-Objekte und Gemälde sind sie. Und der andere große Hole ist sozusagen in Bogota. Im Kolonialmuseum gibt es sozusagen sehr viele von den Objekten von Bolívar, wie sein Schreibtisch, der überall getragen worden ist in alle seine Kampagnen. Ja, das vergisst man, diese verrückten Ideen manchmal. Der mobile Schreibtisch, der Laptop damals. Auch und das Interessante von wie Bolívar selber auch mit seinem eigenen Bild umgegangen ist, noch in Lebenszeiten, gibt ja schon eine Idee, dass dieser Mythos und dieses, besonders wie sich das Bild verbreitet, nicht nur von anderen gemacht worden ist, sondern zum Beispiel es gibt sehr viele Bilder, die kleine Medaillons waren, kleine Ölgemälde, so 2,5 Zentimeter. Davon gibt es zum Beispiel jede Menge in Bogotá im Museum zu sehen, über 20 Stück, eins neben dem anderen. Und es wurde gemeint, dass wenn Bolívar starb, jede von seinen Freunden, Bekannten und Militär, die mit ihm Dienst gemacht haben, hatten mindestens eins davon bekommen. Wahnsinn. Ne? Das war schon in seinen Lebzeiten. Also es war so ein richtiger Popstar sozusagen. Ja, das war so hier, ich gebe dir ein kleines Gemälde von mir als Ehren, dass du mit mir im Zug, im Feldzug dann die Victory, weißt du, bekommen hast. Und das fand ich schon sehr interessant, weil davon nicht so viel bekannt gegeben wird. Das heißt, in Kolumbien habe ich in meiner Recherche, ich war auch in Bogota für ein paar Monate dort auch, um dort die Sachen und die Objekte nachzuschauen. Das war auch einer der Orte, wo er am meisten gelebt hat in seine ganze militärische Karriere und auch in Lateinamerika. Einer der Orte, wo er am meisten gewesen ist, war Kolumbien. Ne? Und da war ja auch Bogotá und Cali und Santa Marta am Ende. Und danach habe ich angefangen, versuchen zu sehen, was waren, das ist, dann können wir hier kurz auf den Screen gehen, dann kann ich euch zeigen, so dieses Anfang von der Recherche. Und das basiert sich auf sind diese Gemälde, wo er eigentlich, ich weiß nicht, ob das man jetzt sehen kann. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Genau, Dieses, und das junge, ist dieses historische Porträt, das ist der ganz junge Bolívar, das ist ein Anonym, der in eine seiner ersten Reisen entsteht. Das ist noch, wenn er sozusagen seine Frau kennenlernt. Aber das ist ein Anonym und es ist sieht sehr, sehr anders aus als der Rest von Bolívar. Und da war die Idee auch 2007, 2008, wenn ich dieses System angefangen habe, wie man Gesichter erkennen kann. Dann haben wir angefangen mit Face Recognition Logarithmen, die Gemälde abzuscannen und zu sehen, wo sich die Variablen sozusagen trafen. Entschuldigung, wann hast du nochmal damit angefangen? 2007. 2007. Genau, da gab es noch keine so 3D-Ränder, das kommt jetzt später mit die Exhumation, das erkläre ich euch danach. Aber in dem Fall hier seht ihr, das sind so die Anonyme und davon gab es auch sehr seltene Bilder. Also vor 1813, 14 gibt es kaum Bilder von Bolívar, außer dieses Familiengemälde, wo er ganz jung war, oder der in Cartagena in Kolumbien gemacht hat, 1811. Und ab so 14, 15, 16 fangen dann
da die erste und seine Position auch in die Befreiungskämpfe immer wichtiger war und präsenter war und schon am Endeffekt sozusagen, er war der Befreier, der Libertador. Man gibt ihm auch dieser Name in Caracas, wenn er die Stadt befreit. Ne? Der Bolívar, unser Libertador, unser Befreier. Ne? Und ab dann übernimmt er sozusagen dieses Slogan, um sich dann darzustellen. So, ich denke schon, die ganze Prozesse von, wie man ihn betrachtet, fing schon damals an. Und was ich dir vorher erwähnte, dass man diese militärische Leistung und diese Tausende an Kilometer mit Pferde und Überquerung von Anden und Llanuras und alles Mögliche und noch am Leben zu sein, um es zu erzählen, war wirklich schon auch eine Leistung in Lebenszeiten, ne, das sehr viele Leute unglaublich beeindruckt hat. Von diesen Gemälde habe ich immer versucht, sozusagen, was ist das Minimum, von was man erkennen kann. Also was sind so die Merkmale, Gesichtsmerkmale, die dann in sehr viele von den Kopien oder die freie Schaffung anhand von Erzählungen oder mündliche Überlieferung, davon gibt es auch eine ganze Menge von Bildern ab 1818, wo Leute keinen Bezug hatten oder Künstler keinen sozusagen nicht wie heute, dass man im Internet reingeht, sondern es gab keinen visuellen Bezug und dann hat man nur Erzählungen gehört. Über Ja, der hat Beschreibungen. die Nase so und die Augen so und die Haare in der Art und in der Farbe. Und dann, deswegen habe ich sie sozusagen, am Endeffekt konnte man ihm immer anhand vom Uniform und die Haaren mit den wie heißt das auf Deutsch, die Patillas? Die Koteletten. Koteletten, Die genau, Koteletten. die Koteletten. Genau. Genau. Wenn der Bolívar stirbt, 1830, der stirbt sozusagen in Santa Marta de Colombia, wird auch dort begraben. Was interessant ist, ist, dass 12 Jahre später, wo er begraben war, also zwischen diese 12 Jahren Zeit, gab es schon sehr viele Unfälle mit Bolívars Sarg und mit Bolívars Resten. Ne? Die Kirche zum Beispiel wurde von einem Blitz getroffen, die wurde dann offengelegt, hat reingeregnet, der Sarg ist verrotten worden, dann haben sie es rausgenommen, wieder reingetan. Das heißt, es gab sehr viele hin und her und deswegen bauen sich auch dann ganz viele Mythen, ne, dass die Knochen nicht die richtige waren, die schon drin waren und so weiter. 1842 fängt an ein richtigen Glorifizierungsprozess, zusammen schon mit dem Mythos, wo man den Bolívar seine Reste dann exhumiert, 1842 in Santa Marta, und mit dem kolumbianischen Staat eine Vereinbarung macht, in der der Herz von Bolívar in Santa Marta bleibt, in einem Sarg, und der Körper von Bolívar in einen Bronzesarg, der mit einem holzenden, das könnt ihr jetzt in diesem Bild sehen. So, hier habt ihr den goldenen Sarg, in den er transportiert worden ist von Santa Marta bis nach Caracas. Ne? Und in Caracas wird er dann in diesen großen Stein aus Marmor, der Tenerani dann macht, sozusagen dann gelegt. Und der Pantheon, bevor er Pantheon geworden ist, das kam später, war eigentlich die Kirche de la Santísima Trinidad, und die wurde sozusagen, da war der Ort, wo der Bolívar zum Libertador ernannt worden ist, damals noch. Und deswegen wird er dann als symbolisch dort auch zurückgebracht. Und dann liegt er da in Ruhe, wird eigentlich sozusagen der Held vom Land ist zurück. Und dann kommt der Guzmán Blanco, der ist auch ein Militärdiktator, der Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts in Venezuela regiert hat. Der umwandelt 1874 die Kirche in ein Pantheon und ändert den Namen, dann ist es keine Kirche mehr, jetzt ist es der Pantheon Nacional mit den Resten von Bolívar drin. Und der Guzmán Blanco war schon sowieso eine historische Figur, die versucht hatte, von Venezuela eine kleine Frankreich zu machen, noch immer damals. Und viele von den Teilen von Caracas wurden als Kopien von Stadtteilen aus Paris nachgebaut, Ende 18. Jahrhundert. Der wird dann überworfen von einem anderen Militär, der Gómez.
Und der Gómez wird dann von Anfang des 19. bis fast Ende 20ern als einer der größten großen Caudillos und Militären und Diktatoren in Venezuela geblieben. Und 1930 fängt dann eine neue Etappe, noch mit Juntas Militares und so weiter. Aber von der Form und der Art, wie man Bolívar anfängt zu sehen und wieder zu benutzen, wird dann der Tito Salas gebeten. Das ist ein sehr berühmter Maler, der dann riesige Gemälde innerhalb von die Gewölbe von den Pantheon oder die alte Kirche mit die ganze sozusagen Lebensmomente von Bolívar nachgibt. Ne? Da ist der Juramento al Monte Sacro, die Überquerung vom die Karibik, vom Haiti nach Venezuela, und dann wird er immer so als Held dargestellt, so ein bisschen so wie die Comics-Ästhetik, wo er in die Mitte steht und dann alles geht um sich, alles stirbt, aber der kommt immer sozusagen glorreich und heroisch davon. Und dieses Prozess fängt auch mit dieses bolivarianisches Gedanke wieder aufzunehmen. Und der wird dann auch in die sogenannte, die Vierte Republik, die schon ab 1830 sozusagen eigentlich da ist, aber eigentlich 1953 mit den Pérez Jiménez, das war ein spanischer Diktator, Herrscher, der in Venezuela damals war. Mit ihm fängt schon ein bisschen dieses Bolivarianismo an, aber besonders mit der Befreiungs- und die neue Demokratie ab 56 fängt dann wirklich dieses Pensamiento Bolivariano wieder heraufzukommen. Und der Bolívar wird dann in eine, schon unser Geld in Venezuela zum Beispiel hieß Bolívar, da könnt ihr ein paar Beispiele auch sehen auf dem Tisch, wo schon ab los billetes, wo man die ganze Münzen und ein Gesicht ist schon da überall zu sehen, und fast alles, was neu gebaut wird in die 60er, 50er, trägt seinen Namen, die Avenida Bolívar, die Plaza Bolívar, die Plaza Caracas mit dem Busto von Simón Bolívar. Und das fängt ernsthaft erst so 1950, 60 so dieses an. Anfang zu bauen, ja, also es gibt schon früher, klar, das Pantheon wurde schon früher gebaut, aber dann wurde es auch nicht so oft erwähnt oder benutzt, sagen wir so. Aber was mich erstaunt, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich habe irgendwo einmal gelesen, ich habe diese Quelle nie wieder gefunden, dass Bolívar die meist repräsentierte historische Figur weltweit ist. Also sowohl in der Sowjetischen Union oder heute Russland, auch in den USA ist es die meiste. Stimmt das, weißt du? Ich weiß, dass er schon als historische Figur sehr, sehr repräsentiert wird. Also in Lateinamerika ist es zu einem Punkt gekommen, wo noch heutzutage, das ist für mich immer sozusagen ein sehr interessanter Faktor, weswegen auch das ganze Recherche angefangen habe, weil wenn ich nach Europa kam, habe ich dann angefangen zu merken, dass keiner der Politiker oder im öffentlichen Leben oder im kulturellen Leben die vor 200 Jahren oder 150 Jahren lebende historische, militärische Figuren irgendeine Rolle spielten, als etwas Aktuelles oder Zeitgenössisches in der Art von Denken oder Sein. Und wenn es dazu kam, dann war es immer in Kontext gestellt, in den sich sowas, sozusagen, in den die Geschehnisse passierten. Und das gab auch für mich dann einen Grund dazu, ein bisschen ja, auch zu reflektieren, wie wir als Lateinamerikaner oder Venezolaner in meinem Fall mit dieser Figur umgehen. Was ist sozusagen die nationale Identität und die nationale Politik, wie man diese Identität betrachten soll oder muss. Besonders in den letzten 20 Jahren hat sich sozusagen der Bolivarianismo und die Figur Bolívars besonders im venezolanischen Staat einen sehr großen Punkt erreicht. Genau, du erzählst es mir, also Chavez hat ja die Macht 1998. Genau, Dezember 98. Dezember 98 genau. Und kurz davor bist du quasi aus Venezuela. Ja, ich hatte 98 habe ich mein Stipendium in Ungarn bekommen, um da Kunst zu studieren. Aber ich kam immer jedes Jahr zurück nach Venezuela. Meine Familie lebte noch damals dort und viele Freunde, klar. Aber interessant war, dass man die neue
das Erste, wo ich gemerkt habe, auch, okay, wir gehen jetzt wieder zurück zu dieses Bolivar und wir fangen es an, noch höher zu Noch drehen, stärker, dieser sozusagen, Kult nochmal. ist, wenn wir die neue Gesetz, das wurde in 99 die neue Asamblea Constituyente gerufen und das wurde sozusagen Die neue Verfassung. die neue Verfassung gemacht, die eigentlich sehr gut ist, musste man auch schon seit längst machen. Das war eine sehr veraltete Verfassung und man hat sie auch sehr gut, die Verfassung theoretisch ist sie eigentlich sehr gut. Was sehr viele schon erstaunt hat am Moment, wo die Verfassung herauskommt, ist, in die Verfassung 99 steht auch, dass der Name des Landes sich ändert. Und bis 99 ist es República de Venezuela, also die Republik Venezuela oder die Venezolanische Republik. Und jetzt heißt sie La República Bolivariana de Venezuela. Ab 99 hat man dann, das war der erste sozusagen Umtausch von Name vom Lande. Das war interessant, zu dem Punkt, wo dann 2006 dann die Flagge auch geändert wird. Dann wird man noch einen Stern gegeben an der Flagge. Es gab 7 Sterne, jetzt hat es 8. Und der Begründung hinter den 8. Stern hat auch mit Bolívar zu tun, da die Provinz von Guyana in ein Dekreto, was Bolívar damals geschrieben hat, das war 1817, auch Teil von Venezuela ist und seitdem Teil vom Land Venezuela gehört. Und das war dann auch sozusagen in Ehren vom Dekreto von 1817 sollte schon die Provincia de Guyana auch als ein anerkannter Teil vom, und dann das wird dazu noch mit dem Wechsel von Bolívars Pferd am den Wappen vom Land auch, ne? Was ich immer sehr interessant war, weil im Wappen ist, wie in viele andere Länder, weißt du, die Farbe Rot mit dem Blut, der vergossen worden ist, das Gold hat immer zu tun mit dem Reichtum, Blau mit Wasser. Mit Wasser, und in dem genau. Fall hast du immer dieses weiße Pferd, das ist der weiße Pferd von Bolívar, ne? Das ist der der Caballo vom Libertador. Und interessant ist, dass bis 2006, wir hatten im Wappen der weiße Pferd, der nach rechts läuft, aber nach links schaut. Ich persönlich habe nie viel Bedeutung gegeben an, wohin der Pferd läuft oder guckt. Aber es war deswegen für mich auch sehr interessant. Aber 2006, man sagt, es wurde deswegen geändert, weil die Tochter von Hugo Chavez den Vater gefragt hat, wenn wir ein Land von einem linken Land sind, ein linkes Land sind, wieso läuft der Pferd nach rechts? Und dann, das war auch so ja, das war so wieder so eine Anekdote. Und dann diese wurde Anekdote, das Pferd einfach umgedreht. ja, und dann wurde der Pferd sozusagen umgedreht, dann wurde der Pferd auch geändert von der Form. Man konnte man das einfach umdrehen und dann guckt er, weißt du, läuft nach links und guckt nach rechts. Aber jetzt ist er in einen Sprung und guckt und alles nach links. Ne? Und dann, das wurde 2006 vollbracht. Ich habe damals meine Masterarbeit gemacht, 2007, 2011 zeigt man den Museum, auch hier im Museum der Dinge. Und ich habe gedacht, okay, ich arbeite mit einem Thema, der andauernd wächst und immer mehr und mehr Material mit sich bringt. Und man kann einfach nicht stoppen. Ne? Ich sammle seitdem noch weiterhin, weil es hat neue Levels erreicht, die man von Seite von einem Sammler und jemand, der eine Recherche macht, fantastisch sind, weil dann hast du unglaublich viel neues Material, was dazu dann wieder neue Sachen bespielt. Aber es ist, wenn man es objektiv und reflektiert darüber und kritisch anschaut, dann sagt man, que locura. Ne? So ein bisschen. Aber wenn ich das richtig verstehe, du hast ja angefangen mit so Bildnisse und Darstellungen von Genau. Bolívar angefangen und dann kamen aber dann auch andere Formen von so viel populärer Repräsentation. Ja, es kam zum also Punkt, nicht wo nur, ich... nicht nur Bilder, die du digital sammelst, aber du hast ja auch hier bei uns jetzt viele Objekte. Vielleicht kannst du ein bisschen und was ich mich vom Simón Bolívar Museum im Museum der Dinge erinnern kann, ist, dass es so eine Art so Boîte in Valise, also ein Koffer, in dem einfach sehr viele Teile deiner Sammlung, dieser Sammlung sozusagen sind. Vielleicht kannst du dazu jetzt noch ein bisschen erzählen. Klar. Es gibt sozusagen, ich kann euch ein paar sagen, ich weiß nicht, ob Sie sie zeigen digital, aber ich habe sie hier auch in die Sammlung selber. Eine Sache, die ich zeigen wollte, die sehr interessant ist das hier.
das ist sozusagen einer der Gründe, wo die Recherche von sozusagen nicht nur, das ist immer dieses, genau da bleibst du. Einer der Gründe, wo die Sammlung anfängt, sich außerhalb vom historischen Porträt und wie sich das in die letzten jetzt fast 200 Jahren recycelt hat, sozusagen von T-Shirts angefangen bis kleine Statuen, bis Geld, Münzen, Papiergeld, Werbung für verschiedene politische Ideologien, war zu sehen, wie die Figur von Bolívar nicht nur als historische Figur darstellt, sondern auch neue Inhalte bekommt und in neue Kontexte wieder zu sehen ist. Ne? Und eine von diesen Kontexten ist sozusagen der religiöse Kontext von der Santeria in Venezuela. Das ist sozusagen eine synkretische Mischung von unglaublich vielen Glaubensrichtungen, wo der stärkste der Christentum ist, sozusagen die Madonna und Jesus, aber dann kommen auch sozusagen die Corte Libertadora oder die Corte Bolivariana, wo der Bolívar, wie in diese Statuen hier zu sehen sind, das sind solche Statuen, die überall in Straßenmärkten zu finden sind und die dann in unterschiedliche Altäre als Ofrenda, als sozusagen Geschenk und hingestellt werden, dann wird man dafür beten, dass man Konflikte löst. Also diese Figur hat eine Bedeutung und eine Macht in diese religiöse Glaubensrichtung. Ne? Und das war für mich so was Neues wie eine historische Figur, die eigentlich immer von dieser objektive, historische, sozusagen künstlerische Sicht immer betrachtet, dann hat komplett neue Dimensionen, die genau, von sich alleine dann so neues anderes Leben für den füllen. vereinnahmt Genau. wird. Und jeder vereinnahmt. Dann, einer der Gründe war auch sozusagen, wie veraltete Rituale und Symbole wieder neu belebt werden, um sozusagen, sei es jetzt politische Ideologien oder einfach Sachen zu verselbstverständigen oder zu zertifizieren. Weißt du, wenn ich Bolívar auf meiner Seite habe, dann ist alles klar. Und das war für mich wieder ein ganz neuer Kontext, weil das sah ich in keine anderen Länder, wo Politik gemacht wird, dass man so alte politische Figuren wie Bolívar noch so lebendig dabei haben konnte und noch dazu als eine Art der Zertifikation benutzte. Und eine dieser Beispiele ist zum Beispiel die Schwerte von Bolívar, die dann ab 2001 in mehrfach reproduziert worden sind und die dann als Geschenk dienten an jeden, den Venezuela besucht hat. Ne? Und das war für mich dann die neue Dimension wieder. Das heißt, es war wieder, bis welchem Punkt geht Bolívar weiter. Ne? Und das war für mich so der historische Objekt, das Schwert, das Originalschwert wird dann künstlerisch reproduziert in tausendfacher Form und wird als ein Geschenk, ein staatliches Geschenk gegeben. Und das fand ich wiederum, es wird keine Kultur geschenkt, früher haben wir sozusagen Kultur geschenkt oder Künstler oder Musik oder Events, aber jetzt ist sozusagen der offizielle Geschenk wieder ein Schwert und noch dazu von Simón Bolívar dazu. Ne? Dann gehen wir wieder zurück zu 1816, zu den Freiheitskämpfen wo Bolívar auch schon das als Teil von seinen Rituale gemacht hat. Ne? Deswegen gibt es nicht nur eine Espada oder ein Schwert von Bolívar, auch zu seinen Lebzeiten hat er sehr viele von seinen Untertanen immer Schwerter geschenkt oder wenn sie einen Krieg gewonnen haben oder was Wichtiges getan haben, dann hat er immer sein Schwert abgenommen und den geschenkt und hat sich ein neues besorgt. Und das war Teil von dieser Ritualistik und die wird dann wieder aufgenommen und das fand ich sehr interessant, dass wir 2005, 6, 7, 10, 11 schreiben jetzt noch nach Chávez' Tod wird das Rituale weiter benutzt von dem neuen Präsidenten, von Nicolás Maduro. Und ich fand das noch immer sehr interessant, wie man noch mit dieser historischen, nicht nur Figur, sondern physische Objekte noch umgeht. Ne? Dass sie noch so relevant haben können 2021 und die noch immer ein relevantes Objekt darstellen. Ne? Und dann klar,
Was sehr interessant ist, dass die Figur von Bolívar und diese Symbolik von Bolívar auch von allen Seiten der Gesellschaft benutzt wird. Das bedeutet, dann hast du einmal diese dogmatische Seite, wo es alle, die in diese Santeria glauben, haben Bolívar als ein Teil von dieser Hierarchie von Glaube. Dann hast du sozusagen die politische Seite, wo man viel von seiner Ikonografie und Symbolik noch weiter im Leben halten und noch immer als Teil von der nationalen Identität benutzen. Dann hast du zum Beispiel, wie hier unten, was auch sehr, kann ich rausgehen? Ja, klar. So mit Mikrofon, jetzt kann man sehen. Genau. Das sind so Beispiele, das ist ein Graffiti-Künstler in Caracas, der hat auch damals mit die Exhumation von Bolívar 2011 dann diese Serie gemacht von der Bolívar, der sozusagen der Zombie Bolívar, der zurückkommt beim Pferd. Das heißt, es geht zu dieser Dimension, wo man schon so ein bisschen comicweise damit umgeht. Oder man hat sozusagen diese Elemente. Das ist eine Kappe, die ich in eine von den Pro-Regierung-Marsche bekommen habe als Geschenk, um dabei zu sein, zusammen mit einem T-Shirt da unten, wo der Bolívar mit den 3 Farben der Nationalflagge als Silkscreen zu sehen ist. Und die Kappe, die fand ich schon unglaublich, weil das ist so eine sehr komische Mischung, wo der Chavez mit den Che Guevara, mit den Simón Bolívar und der Fidel Castro am Ende erscheint in ein einziges Objekt. Und die 8 Sterne und die natürlich. 8 Sterne, selbstverständlich. Und dann hinten steht noch glaube ich, Revolution, genau. Dann ist es so die revolutionäre. Dann hast du auch, es gibt so viele Objekte, ich habe sozusagen nur eine kleine Auswahl mitgebracht. Dann in dem Fall von sozusagen, was politische Rallyes angeht, dann siehst du das auch, die Kids zum Beispiel in die letzte Demonstration, die es gab 2018 und 2019 und 2017, waren die Kinder, die Studenten, die damals auf die Straße gegangen sind, haben dann auch diese T-Shirts als Symbol von ihrem Freiheitskampf gegen die Regierung als auch Symbolik benutzt. Ne? Und das ist sozusagen wieder der Zentrum von Bolívars Uniform. Und dann, wenn ich das kurz umdrehen kann, dann seht ihr noch dazu, das ist so, dann könnt ihr hier sehen, ich bin Libertador, ne? Also ich bin auch ein Libertador, also dass diese Figur vom Libertador in allen noch da ist und alle es benutzen. Ne? Ich mache das noch hier zurück. So, genau. Und es geht zu dem Punkt, wo man, warte, ich gebe hier den Kiosk. Das gefällt mir hier im Kiosk drin. Ja, das ist auch die Idee, dass er... Hey, super. Dann habt ihr noch eine, die noch zeigen wollte. Das war 2000, da wir über bis wo man mit der Sammlung gehen kann, als ein Museum, wo ich einfach objektiv versuche, Objekte zu sammeln, die Herkunft von diesen Objekten zu erklären, wie sie entstanden sind, in was für Kontexte sie gemacht worden sind und weswegen sie gemacht worden sind. Das ist auch für mich immer sehr wichtig. Und da diese Geschehnisse nicht stoppen, ging die Sammlung auch weiter. Wenn normalerweise man über eine historische Figur sammelt, die beendet meistens mit seinem Tod, vielleicht, wenn er sehr wichtig war, noch ein paar Jahre später, und dann ist es sozusagen, kann man vielleicht Publikationen, wo man die Memoirs neu bearbeitet hat. Aber im Falle Bolívar, die Menge an Objekte, die produziert werden von sozusagen, wie ich jetzt erwähnen würde, 2011 wurden dann seine Reste vom Pantheon herausgenommen und wurden dazu benutzt, erst um dieses sozusagen Urban Myth endlich stoppen, dass die Reste, die da sich befinden, wirklich von Bolívar sind und dass er, ob er vergiftet worden ist oder nicht, weil es gab immer diese Geschichte, dass er von allen Leuten vergiftet worden ist. Und dann 2012 erscheint die neue Figur von Simón Bolívar. Das neue Gesicht. Ja, genau, sozusagen. das neue Gesicht. Und das seht ihr hier zum Beispiel. Das ist nicht von mir gemacht. Das sind Objekte, die ich in Märkte in Caracas überall und auch in Venezuela überall zu finden sind.
Und das ist sozusagen jetzt der offizielle Gesicht vom Staat auch. Also jetzt alles wird mit dem Gesicht produziert, auch vom Staat. Und dann 2013, und das wollte ich dann schon hier wieder zeigen, wenn das geht. Also hier ist der Pantheon, das ist der nationale Pantheon, wo Bolívar sozusagen 42 angekommen ist, was erst Kirche war, dann als Pantheon 1874 übernommen worden ist, 1930 die Gemälde reingemacht werden. Also jeder von der Epochen hat etwas damit zu tun gehabt. Und dieser Pantheon wurde dann 2013, da mit dem neuen Gesicht, mit der neuen Begrabung, weil jetzt musste man auch die Reste von Bolívar wieder zur Ruhe setzen. Und dann hat man sozusagen den neuen Pantheon dazu gebaut. Ne? Und das sieht ihr jetzt im hinteren Teil. Kiste da Diese hinten. Kiste, die hier ist. Ich habe noch ein Bild, da könnt ihr es besser sehen. Da könnt ihr sozusagen den alten Pantheon vorwärts. Und der wurde dann renoviert mit neuen Farben. Und dann wurde dieser Hinterteil neu dazu gebaut, um die Reste von Bolívar im neuen Teil aufzubewahren. Dann bleibt sozusagen das erste Teil ist eine leere Hülle. Und der zweite Teil ist sozusagen das neue Pantheon auch. Also das war eine sehr interessante Übernahme. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr absurde Architektur, die Sie sich da überlegt haben. Sehr für diesen interessant, ja. Pantheon. Und das Interessante ist, dass man das auch so gebaut hat, dass jetzt, egal welche Perspektive man sieht vom alten Pantheon, steht immer der neue Pantheon immer im Hintergrund, weil es so nah am alten Gebäude drauf gebaut worden ist. Und das kann man auch von innen sehen, das ist sozusagen der Pantheon noch in Originalversion, noch mit denen, die in die 1800 entstanden ist. Und dann, wenn ihr seht den hinteren Teil, wo der Sarkophag ist und die Skulptur, wurde dann alles sozusagen in einem neuen Setting, in diesem neuen Gebäude eingebaut. Das war 2013. Ne? Ja, 2013 ist auch Chávez, der stirbt ein paar Monate davor. Und interessanterweise wird auch seine Figur Teil von dieses Imagery, sozusagen, fängt dann auch mit dieses Mythos umzugehen. Und ich habe jetzt nur ein paar Beispiele, auch wie Bolívars Bild in sehr viele unterschiedliche Stimmen noch heute sehr zu sehen ist. Das ist eine Kampagne damals für die sehr viele Migration, die es gab in den letzten Jahren in Venezuela, wo wir schon fast an die mehr als 5 Millionen ausgewandert sind vom Lande. Und dann haben sie dann das aufgebaut, das Esto no lo aguanta nadie, niemand kann das mehr aushalten, steht da in so dieses Sprachblase. Und dann ist auch die Koffern mit die Farbe von den Fahnen von Venezuela, diese nationale Symbole und Elemente werden weiterhin von allen benutzt, um irgendwas zu sagen. Und das Gleiche passiert hier, das sind so die Studentenbewegungen wieder, wo der Bolívar hinten mit die Gasmaske sitzt auf dem weißen Pferd und mit denen an der Seite um Gerechtigkeit kämpft. Also das ist auch wieder das gleiche Prinzip. Das Bild von Bolívar da mit der Maske erinnert mich ein bisschen an das von Dávila, von Juan Dávila, dieses Gemälde, was ja eigentlich als allererstes so Gründungsbild sozusagen unseres Museums hatten, dieses Transvestit. Ich kenne es, genau. Ich wollte es nicht, ich habe es auch in meiner digitale Sammlung aber ich wollte es halt, da ich weiß, dass ihr das schon sehr gut kennt und ist ein tolles Beispiel auch, wie polemisch eine historische Figur noch heutzutage sein kann. Ja, genau, so ein Riesenskandal. Und der Arme hat wirklich so eine Welle an Kritik und da merkst du, es ist ein bisschen als Sakrileg, was er da gemacht hat. Genau, so wurde es sozusagen angenommen. mit einer heiligen Figur was angetan hat und eine andere Perspektive da gegeben hat. Ne? Und das ist auch ein sehr, sehr, sehr guter Beispiel, wie zeitgenössisch noch diese Figur nicht nur in Venezuela, sondern im ganzen lateinamerikanischen Kontext zu sehen ist oder zu fühlen ist. Und das Gleiche ist hier zum Beispiel, das ist die Form, wie sich der Staat an die Bevölkerung in Venezuela im Fernsehen immer redet. Das ist der Vladimiro Padrino in der Mitte, das ist der Ministro de Defensa. Und dann hier seht ihr schon den neuen Kopf von Bolívar mit als Ölgemälde, dann wurden schon, wie gesagt, also was du meintest, wie viele Reproduktionen von Bolívar gibt es.
Ich glaube, das wächst täglich, jetzt wirklich in Print oder in Gemälde oder wie viele Künstler noch damit arbeiten. Aber interessant im Bild, was du gerade gezeigt hast, ist, dass Chavez einfach gleichgesetzt wird, also von der Wichtigkeit. Ja, Chavez neben ja, Bolivar, also sind die quasi so ein bisschen auch die Väter, oder ja. aktuell die Väter des, Ja, es ist der interessant, bolivarianischen Chavez Republik hat immer Venezuela. gemeint, der war durch der hat das mehrmals in der hat in seine Lebzeiten, war er der hat sehr viel Zeit täglich benutzt, die öffentliche Medien, und hatte sein Ja, war Programm sehr Allo berühmter. Presidente, ja, Er und er war hatte täglich 8, 10 bis Allo 12 Presidente, Stunden sozusagen genau. gelabert. Und der hat sehr oft erwähnt, dass er die Reinkarnation von Bolivar ist. Ne? Also diese Bespielung, deswegen meine ich, dass die letzten 20 Jahre haben einen neuen Twist, der bis jetzt gab. Also es gab schon der Pensamiento Bolivariano, der bolivarianische Art des Denkens. Und schon noch vor Chavez, wenn du gegen Bolivar was sagtest, warst du antipatriotisch, warst du anti-venezolanisch. Das heißt, es war sehr schwer, Kritik auszuüben in einer Art und Weise, wo nicht sofort Sakrileg sozusagen ausgerufen worden ist. Ne? Und deswegen auch Teil von dieser Arbeit und Teil auch von den Serien, die ich schon mit Bolivars, auch mit Bolivars Identität gemacht habe, werden in Venezuela auch nicht gezeigt. Und viele möchten es auch nicht zeigen, weil das bringt wahrscheinlich auch nichts Gutes für den in der jetzigen Kontext. Ne? Aber ich kenne viele Künstler, die sich, klar, das muss man auch bespielen. Man muss, glaube ich, auch, das ist eine der wichtigen Sachen, was wir versucht haben, auch weil ich arbeite mit den Bolivar, mit mehreren Menschen auch, die mit dem Thema sich befassen seit mehreren Jahren. Und dass man keine wirklich objektive Vision von dieser sehr wichtigen historischen Figur bis jetzt hat. Es gibt sehr viele gute Bücher auch, aber sehr viele sind eine sehr glorifizierende Art und Weise, ihn darzustellen. Immer, ne? Und wenige sind die Bücher und Literatur, wo man wirklich eine sehr objektive, klare Sicht bekommen kann von dieser Person. Die hat schon zu Lebzeiten unglaublich vieles erreicht. Das muss man, deswegen sage ich, dass dieser Mythos kommt schon von seinen Lebzeiten. Aber die letzten 100 Jahre und besonders die letzten 20 haben von ihm wieder fast ein lebendiges Persona wieder sozusagen auf dem Leben hochgerufen. Aber es ist schon interessant, dass man sehr wenig Kritik, zumindest aus so lateinamerikanischen Ländern zur Figur von Bolívar hört. Also ich habe jetzt neulich irgendwie so einen Radiobeitrag über Bolívar, also wirklich sehr Pop und wirklich für Leute, die keine Ahnung haben, gemacht, aber da wurde auch tatsächlich kritisiert, dass er als Mensch der Oberschicht eigentlich sich für die indigene Bevölkerung null interessiert hat, also gar nicht. Und wie du schon sagtest, dass so die Auflösung der Sklaverei eigentlich aus externen Gründen kamen und nicht aus sich aus, also es wird immer erwähnt, ja, er war ein totaler Verfechter, dass man die Sklaverei endlich mal auflöst und so weiter, aber es kam nicht von ihm, also das wurde ihm eigentlich so quasi zugetragen. Ich glaube, er hatte schon, was ich ja meinte auch am Anfang von seiner seiner Biografie, ist das, ich glaube schon die Erfahrung, dass er seine Eltern verloren hat als sehr, sehr junger Kind und der mit seiner sozusagen Nanny aufgewachsen ist, die wirklich das kann man auch in seinen Memoirs, was er selbst geschrieben hat, sozusagen merken, wie wichtig diese Person emotional und seelisch auch für ihn war. Also ich glaube, es war nicht für ihn schwer sozusagen. Er hat, glaube ich, nur zum Moment, wo er die Möglichkeit hatte, einfach das ausgenutzt als eine strategische Lösung, um mehr Kämpfer zu haben, weil die Spanier damals schickten eben, glaube ich, 11.000 Menschen nach Lateinamerika, also nach venezolanischen Küsten, um wieder die Macht zu erobern. Ne? Und er suchte jede Möglichkeit, einfach Kämpfer aufzutreiben, weil es gab nicht genügend. Und ich glaube, er hat sozusagen okay, I keep my part, ne? Ich behalte meinen Anteil, dass ich alle befreie, aber ich benötige Menschen, um das Krieg weiterzuführen und dann muss ich eine neue Klausel, er hat sozusagen das ein bisschen
ja, zu seiner Günsten verdreht. Ne? Aber wie ich erwähnte, viele Sklaven haben dann einfach wegen Angst, von was die Spanier dann mit denen machen, wenn Klar. sie es doch verlieren, einfach nicht mitgemacht. Dann haben gesagt, okay, ich bleibe dann Sklave, bis man wirklich die Sklaverei dann abschafft. Ne? Ist mir sicherer, diese Position, als jetzt mit dir und dann der Rest meiner Familie bleibt frei. Aber wenn die Spanier dann zurückkommen, sind wir alle tot. Wir haben noch eine Minute. Ich dachte, wir hätten noch so bestimmt ewig Ich auch. viel Zeit noch. Aber vielleicht willst du uns noch ganz kurz, weil Ich wollte gerne, noch, das ist so der Genau. letzte. Dieses letzte, genau, das hast du erzählt, das hast du vor 2 Tagen bekommen. Genau, das war ein Bekannter von mir, ist eben nach Venezuela angekommen und hat mir dieses Bild geschickt. Ich habe ihm erzählt, ich mache jetzt diese. Und dann hat er mir gesagt, guck mal, ich habe eben das hier gesehen im Flughafen von Maiquetía, das ist der Flughafen, der internationale Flughafen von Venezuela. Und dann haben sie jetzt diese neue Bolívar-Ausschnitte als Willkommens... Figur, ja, die sind so 1:1, so Cutouts, so richtig Aber da große kann man Cutouts. bestimmt auch schön Selfies damit machen. Sicher. Ja, ist super, ne? Und, Ja, es ist großartig. wieder ein ganz neuer Gesicht von ihm. Ne? Das führt nur hin dazu, das, was ich meinte, die Sammlung wächst von alleine schon sozusagen. Ja. Ne? Naja, wir sind jetzt wahrscheinlich mit der Zeit, also wahrscheinlich könnten wir tagelang Ja, das hier ist- drüber reden und weiter gucken und wir freuen uns sehr, den Kiosk hier mit dem Simón Bolívar Museum bespielt zu haben. Ich will auch noch kurz erwähnen, dass noch als Teil des Programms heute bis Mitternacht ist dein Film zu Genau. sehen. Der ist so 12, 13 Minuten lang. Genau. Es ist 12,5, glaube ich, Minuten. Es ist eine Performance, die ich in 2011 gemacht habe, nach dass dieses Prozess der Exhumation der Reste von Bolívars stattgefunden hat. Und es gibt eine sehr schöne Anleitung, wo Bas und Soltan sich über diesen Film unterhalten. Hier haben wir auch die Uniform, die du damals für die Performance getragen hast, die wir alle schon fast anziehen wollen. Also es ist wirklich sehr verlockend. Teile deiner Sammlung bleiben auch hier. Also gerne. Wir werden auch online weiterhin unser Programm führen. Besuche sind im Moment leider nicht gestattet. Also wir werden versuchen, so viel wie möglich nach außen zu bringen über unsere Projektwebseite www.museodelademocracia.net und Verlinkung geht auch einfach über die NGBK-Webseite. Ich bedanke mich total herzlich. Es war echt super, dich hier zu haben. Und ich bedanke mich auch bei Bas, die jetzt hier im Hintergrund und das Ganze hier so vorbereitet hat und Arthur und das Team von der NGBK für die ganze Hilfe. Und wir sehen uns nächste Woche. Eva Christina Mayer wird mit uns. Dann haben wir das Format Archiv im Archiv. Und wir werden ein bisschen im NGBK-Archiv stöbern. Dann vielen Dank und guten Abend.